Du sitzt am Fensterplatz eines Flugzeugs und schaust nach oben. Über dir nichts als strahlend blaues Nichts. Kein Hindernis, keine Wolke, kein anderes Flugzeug. Das Cockpit zeigt eine Höhe von etwa 11.000 Metern an. Und wenn du einen Moment darüber nachdenkst, fällt dir eine Frage ein, die sich seltsam logisch anfühlt. Warum fliegt das Flugzeug nicht einfach höher? Die Rechnung scheint aufzugehen. Höher heißt dünnere Luft heißt weniger Widerstand heißt weniger Kerosin. Fluggesellschaften lieben weniger Kerosin. Also warum bleibt jeder kommerzielle Flug hartnäckig in diesem schmalen Band zwischen 10.500 und 12.000 Metern hängen? Die Antwort hat mit einer Falle zu tun, die Piloten den Coffin Corner nennen. Auf Deutsch den Sargwinkel. Und dieser Name ist kein schwarzer Humor. Er beschreibt den Punkt, an dem ein Flugzeug gleichzeitig zu schnell und zu langsam fliegt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir schauen uns an, warum dieselbe dünne Luft, die den Treibstoffverbrauch senkt, gleichzeitig Triebwerke erstickt und Tragflächen nutzlos macht. Wir klären, warum Piloten in großer Höhe in einem Geschwindigkeitsfenster fliegen, das schmaler ist, als die meisten Menschen glauben. Und wir zeigen, warum die Flughöhe eines Verkehrsflugzeugs kein technisches Limit ist, sondern ein physikalischer Kompromiss. Abonniere den Kanal, wenn dich die Physik hinter dem Alltag fasziniert. Ein Strahltriebwerk funktioniert, indem es Luft durch einen Einlass ansaugt, sie in mehreren Stufen zusammenpresst, mit Kerosin mischt und entzündet. Die heißen Abgase schießen nach hinten heraus und treiben das Flugzeug nach vorn. Entscheidend dabei, das Triebwerk braucht Sauerstoff. Und Sauerstoff kommt nur aus der Luft, die vorn hereinströmt. Auf Meereshöhe ist die Luft dicht und sauerstoffreich. In 11.000 Metern Höhe hat sie nur noch 1/4 der Dichte. Das Triebwerk bekommt also bei jedem Ansaugen nur 1/4 der Sauerstoffmenge. Nun hat ein modernes Turbofan-Triebwerk eingebaute Kompressorstufen, die die einströmende Luft vor der Verbrennung zusammenpressen. Das gleicht den Dichteunterschied zu einem gewissen Grad aus. Aber auch ein Kompressor kann Luft nur so weit verdichten, wie seine Schaufeln physikalisch dafür ausgelegt sind. Irgendwann liefert die Umgebung so wenig Rohmaterial, dass selbst maximale Verdichtung nicht mehr ausreicht. Das Triebwerk magert ab. Schleichend, aber unaufhaltsam. Gleichzeitig hat das Flugzeug ein zweites Problem, das nichts mit dem Triebwerk zu tun hat. Tragflächen erzeugen Auftrieb, indem sie Luft in eine bestimmte Richtung ablenken. Die Luft strömt über und unter der Tragfläche vorbei und die Form des Profils erzeugt einen Druckunterschied. Oben niedriger, unten höher. Dieser Druckunterschied hebt das Flugzeug. Aber der Auftrieb hängt direkt von der Dichte der Luft ab, die über die Tragfläche strömt. Weniger Luft bedeutet weniger Druck bedeutet weniger Auftrieb. Um in dünnerer Luft die gleiche Tragkraft zu erzeugen, muss das Flugzeug schneller fliegen. Die höhere Geschwindigkeit presst mehr Luftmoleküle pro Sekunde über die Tragfläche und gleicht die geringere Dichte aus. In 10 Kilometer Höhe funktioniert das noch problemlos. In 13 Kilometer Höhe müsste das Flugzeug so schnell fliegen, dass ein anderes physikalisches Gesetz zuschlägt. Hier beginnt die Physik, eine Falle zu stellen. Auf der einen Seite gibt es eine Mindestgeschwindigkeit. Fällt das Flugzeug unter diese Geschwindigkeit, erzeugen die Tragflächen nicht mehr genug Auftrieb. Die Strömung reißt ab, das Flugzeug sackt weg. Auf der anderen Seite gibt es eine Höchstgeschwindigkeit. Nähert sich das Flugzeug der Schallgeschwindigkeit, entstehen Stoßwellen an den Tragflächen, die das Strömungsverhalten schlagartig verändern und strukturelle Belastungen erzeugen, für die ein Verkehrsflugzeug nicht gebaut ist. In normaler Reiseflughöhe liegt zwischen diesen beiden Grenzen ein komfortables Fenster von vielleicht 100 Knoten. Aber mit jeder zusätzlichen Höhe rückt die Mindestgeschwindigkeit nach oben und die Höchstgeschwindigkeit nach unten. Die beiden Grenzen bewegen sich aufeinander zu wie die Wände eines schrumpfenden Raums. Ab einer bestimmten Höhe treffen sie sich. An diesem Punkt gibt es keine sichere Geschwindigkeit mehr. Jeder Knoten zu langsam bedeutet Strömungsabriss. Jeder Knoten zu schnell bedeutet strukturelle Überlastung. Der Spielraum beträgt 0. Piloten nennen diesen Punkt den Coffin Corner, weil er das Flugzeug in eine Situation bringt, aus der es keinen sicheren Ausweg gibt. Dass das keine theoretische Gefahr ist, zeigte der Absturz von Air France, Flug 447 im Juni 2009 über dem Atlantik. In einer Höhe von etwa 11.700 Metern vereisten die Geschwindigkeitssensoren des Airbus A330. Der Autopilot schaltete sich ab. Die Piloten reagierten falsch, zogen die Nase hoch, statt nach unten zu drücken, und das Flugzeug geriet in einen Strömungsabriss, aus dem es in 3,5 Minuten ins Meer stürzte. 228 Menschen starben.
Kein kommerzieller Flug darf sich dem Coffin Corner auch nur annähern. Es gibt eine dritte Grenze, die mit Physik zu tun hat, aber nicht mit Aerodynamik. Du atmest in der Flugzeugkabine normale Luft bei einem Druck, der etwa einem Aufenthalt auf 2000 Metern Höhe entspricht. Draußen, auf 11.000 Metern, beträgt der Luftdruck nur noch ein Viertel des Bodendrucks. Die gesamte Flugzeughülle muss diesen Unterschied aushalten. Innen Druck, außen annähernd Leere. Der Rumpf wird von innen nach außen gedrückt wie ein Ballon. Jedes Fenster, jede Niete, jede Dichtung steht unter Spannung. Die Ingenieure, die den Rumpf konstruiert haben, wissen genau, wie viel er aushält. Und sie wissen, dass mit jeder zusätzlichen Höhe die Druckdifferenz steigt und die Materialbelastung wächst. Steige zu hoch und die Kräfte, die den Rumpf auseinanderdrücken, übersteigen das, wofür er zertifiziert ist. Was du am Ende hast, sind 3 Systeme, die gleichzeitig an ihre Grenzen stoßen. Die Triebwerke verlieren Sauerstoff, die Tragflächen verlieren Auftrieb, die Kabine verliert ihre Druckreserve und der Geschwindigkeitsspielraum schrumpft, bis er auf Null zuläuft. Der Bereich zwischen 10.500 und 12.000 Metern ist kein willkürlicher Standard. Er ist der exakte Korridor, in dem alle 4 Grenzen noch genügend Abstand voneinander haben. Die Luft ist dünn genug, um den Widerstand zu reduzieren und Kerosin zu sparen. Dicke genug, damit die Triebwerke arbeiten und die Tragflächen tragen können. Und der Druck auf den Rumpf bleibt in einem Bereich, den die Struktur über Jahrzehnte aushält. Es gibt Flugzeuge, die höher fliegen. Die Concorde kreuzte in etwa 18.000 Metern, fast doppelt so hoch wie ein normales Verkehrsflugzeug. Sie konnte das, weil sie für Überschallgeschwindigkeit konstruiert war und ihre Delta-Tragflächen bei Mach 2 noch ausreichend Auftrieb erzeugten. Die Lockheed SR-71 Blackbird, ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug aus dem Kalten Krieg, operierte sogar oberhalb von 25.000 Metern bei über Mach 3. Bei diesen Geschwindigkeiten erhitzte sich die Außenhaut auf mehrere hundert Grad. Die gesamte Zelle war deshalb aus Titan gefertigt, dem einzigen Material, das diese Temperaturen und Geschwindigkeiten gleichzeitig aushielt. Noch extremer arbeitete die Lockheed U-2, die in über 20.000 Metern kreuzte und dort so langsam flog, dass ihre Piloten permanent im Coffin Corner operierten. Ihre Piloten trugen Druckanzüge, weil die Kabine den Druckunterschied allein nicht mehr bewältigen konnte. Noch höher, ab etwa 30.000 Metern, beginnt die Luft so dünn zu werden, dass Tragflächen in keiner Geschwindigkeit mehr funktionieren. Hier endet die Luftfahrt und beginnt die Raumfahrt. Die Grenze zwischen beiden trägt einen offiziellen Namen, die Kármán-Linie, bei 100 Kilometer Höhe. Ab dort gibt es keinen Auftrieb mehr, egal wie schnell du fliegst. Das Flugzeug, in dem du gerade sitzt, fliegt also nicht nur unter einer technischen Beschränkung. Es fliegt in einem physikalischen Korridor, der nur ein paar tausend Meter breit ist, eingeklemmt zwischen einer Atmosphäre, die zu dick ist, und einer, die zu dünn ist. Und die SR-71, das schnellste Flugzeug, das je regelmäßig diesen Korridor verlassen hat, wurde aus genau dem Material gebaut, über das wir kürzlich ein Video gemacht haben: Titan. Welches andere Alltagsfahrzeug bewegt sich in einem ähnlich engen physikalischen Fenster?